Thomas steht früh auf und fährt mit der U-Bahn zum Krankenhaus. Es ist ein ganz normaler Dienstag, aber Thomas spürt eine gewisse Anspannung. Er arbeitet im Bereich der Intensivpflege, und hier ist jeder Tag eine Herausforderung. Nachdem er die Umkleidekabine verlassen hat, trifft er Dr. Fischer, den leitenden Arzt der Intensivstation. Guten Morgen, Thomas. Wir haben heute einige kritische Fälle, also machen wir uns am besten gleich an die Arbeit. Die erste Patientin ist eine ältere Dame namens Frau Müller, die nach einer schweren Operation auf der Intensivstation ist. Ihre Vitalparameter müssen ständig überwacht werden. Wie fühlen Sie sich heute, Frau Müller? Fragt Thomas, während er ihre Medikamente vorbereitet. Ich bin ein bisschen müde, aber es geht mir schon besser, danke der Nachfrage, antwortet sie mit schwacher Stimme. Als Thomas das Zimmer verlässt, trifft er seine Kollegin Anna, die ihn über den nächsten Patienten informiert. Herr Schmidt hat die Nacht nicht gut überstanden. Sein Blutdruck ist instabil. Thomas nickt und geht zu Herrn Schmidt, der an zahlreiche Maschinen angeschlossen ist. Er passt die Medikamente an und spricht beruhigend auf den Patienten ein, der halb im Schlaf ist. Alles wird gut, Herr Schmidt. Wir kümmern uns um Sie. Am Nachmittag wird ein neuer Patient eingeliefert. Ein junger Mann hatte einen Motorradunfall und muss sofort operiert werden. Thomas assistiert den Ärzten bei der Operation. Jeder Handgriff muss sitzen, jeder Moment zählt. Nach der Operation ist Thomas erschöpft, aber zufrieden. Der junge Mann ist stabil und seine Überlebenschancen stehen gut. Thomas nimmt sich einen Moment Zeit, um durchzuatmen. Dann geht er zurück zu seinen anderen Patienten. Der Tag vergeht schnell und die Sonne geht schon unter, als Thomas endlich eine kurze Pause einlegen kann. Er setzt sich in den Aufenthaltsraum und trinkt einen Kaffee. Dabei denkt er an die Menschen, die er heute betreut hat. Einige von ihnen sind auf dem Weg der Besserung, andere kämpfen noch um ihr Leben. Plötzlich wird Thomas durch den Lautsprecher gerufen. Thomas, bitte kommen Sie sofort in den Operationsraum. Er eilt zurück und findet Dr. Fischer vor, der ihn ernst ansieht. Wir haben einen Notfall, Thomas. Ein Patient mit akutem Herzversagen. Wir müssen jetzt alles geben. Die nächsten Stunden sind ein Kampf gegen die Zeit. Thomas und das Team arbeiten Hand in Hand, um den Patienten zu stabilisieren. Schließlich gelingt es ihnen, und ein Seufzer der Erleichterung geht durch den Raum. Als Thomas später sein Dienstende erreicht, ist er erschöpft, aber glücklich. Er weiß, dass er heute Leben gerettet hat, und das ist es, was seine Arbeit so erfüllend macht. Er verabschiedet sich von seinen Kollegen und macht sich auf den Heimweg. In der U-Bahn sitzt er da und denkt an den Tag zurück. Es war ein langer, harter Tag, aber auch ein Tag, der ihm wieder einmal gezeigt hat, warum er diesen Beruf gewählt hat. Zu Hause angekommen, fällt er müde ins Bett. Bevor er einschläft, denkt er an seine Patienten und hofft, dass sie die Nacht gut überstehen werden. Und während er in den Schlaf driftet, ist er dankbar für die Gelegenheit, Menschen in ihren schwierigsten Momenten beistehen zu können. Morgen ist ein neuer Tag, und er wird wieder da sein, um sein Bestes zu geben.